Irgendwo in Frankreich, in einem kleinen Dorf, gibt es ein uraltes, verlassenes Chateau. Dieses sticht direkt aus der Masse heraus und es wirkt so, als ob dieses Chateau nicht hierher gehören würde. Als wolle niemand etwas mit dieser verlassenen Villa zu tun haben. Doch was sich im Inneren befindet, weiß wohl kaum einer der Dorfbewohner. Wir fanden in diesem Chateau einen echten Tigerteppich, wunderschöne Decken und Wandmalereien und vieles mehr. Der komplette Einrichtungsstil passt so gar nicht zu den französischen Schlössern, die wir in der Vergangenheit besichtigt haben. Eines der Highlights war definitiv dieser Eingangsbereich, der uns sehr stark an einen italienischen Einrichtungsstil erinnerte. Wie kann man so ein tolles und millionenschweres Anwesen zurücklassen? Wer hat hier gelebt? Und was hat es mit den ganzen nackten Bildern und skurrilen Kunstwerken im ganzen Haus auf sich? Begleite mich nun hier auf die Erkundung durch dieses verlassene Chateau und hilf mir, den unbeantworteten Fragen auf den Grund zu gehen. Wurden wir hier bei dieser Erkundung erwischt? Oh mein Gott, wir kriegen Besuch, Leute. Wir sind nicht alleine. Hier kommen welche. Bonjour. Urbex. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Die liebe Johanna und ich befinden uns gerade auf der Durchreise. Wir kommen gerade aus Italien und sind gerade durch Frankreich gefahren und haben hier noch einen ganz besonderen Spot für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir uns heute eine riesige verlassene Villa einer Künstlerin anschauen. Zu der Künstlerin gibt es gleich noch ein paar nähere Infos und ob wir hier reinkommen, was das Ganze gibt, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß damit! Guckt keiner. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott, Leute. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Wie verwachsen das hier ist. Die Brennnessel sind so hoch. Und hier befindet sich die verlassene Riesenvilla. Komplett eingewachsen. Hier im Garten steht ein riesiger Mammutbaum. Die Brennnesseln sind schon fast so hoch wie ich. Und guckt euch mal an, wie wunderschön dieses Gebäude ist. Hier vorne haben wir auch noch so einen kleinen Wintergarten. Und ich sage euch eins, Leute, dieser Spot ist brandaktuell. Wir sind definitiv einer der ersten, die diesen Spot jetzt hier besuchen. Und hier in dieser verlassenen Villa soll wohl eine Künstlerin gewohnt haben. Und diese Künstlerin liebte es, nackt zu zeichnen, Leute. Guckt euch das mal an. Man sieht direkt die ganzen Spinnennetze am Fenster und die Türe zum Wintergarten ist auf. Die Eigentümerin liebt es wirklich, nackt zu zeichnen. Hat sich tatsächlich auch selber gezeichnet. Und keiner weiß, was mit ihr passiert ist. Und seitdem sie weg ist, ist dieses Haus wohl verlassen. Angeblich vor 3 Jahren soll sie wohl noch hier gelebt haben, Leute. Das ist unglaublich. Und schaut euch das mal an. Wir befinden uns hier im Wintergarten. Hier sind sogar noch Pflanzen. Die Decke kommt hier schon so gut wie runter. Und hier betreten wir nun das Haus. Das ist unglaublich. Wir sind wahrscheinlich hier direkt im Wohnzimmer angekommen. Hier steht ein Piano und überall im Haus hat sie sich selber aufgehangen. Ich werde das jetzt hier leider verpixeln müssen, aber sie ist hier tatsächlich nackt zu sehen. Und hier haben wir das Piano. Das sind wahrscheinlich noch die Muscheln aus dem Urlaub.
überall. Sie war wahrscheinlich eine begeisterte Reiserin. Und schaut euch mal die Decke an. Eine blaue, wunderschöne Decke. Die liebe Johanna ist auch wieder mit dabei. Wir kommen nämlich gerade aus Italien, wie gerade eben schon erwähnt. Und das Haus hier hat auch eine andere Decke, noch in einem anderen Raum. Und das Krasse ist, es sieht einfach komplett italienisch aus. Diese italienischen Locations legen halt extrem Wert auf Stuckarbeiten, auf krasse Deckenmalereien oder Wandmalereien. Und das Ganze finden wir hier in einem Haus in Frankreich. Und für viele Urbexer, die auch in Italien urbexen gehen, es ist einfach krass. Es kommt einem vor, als wäre man in Italien. Dann haben wir hier den Couchtisch, die ganzen Sofas und guckt euch mal hier die Weltkugel an. Solche Teile sind extrem selten und richtig viel wert. Und auch hier das nächste Bild und dasselbe haben wir auch auf der Seite. Dann haben wir hier einen uralten Vogelkäfig. Und das hier ist das Innere des Turmes. Die Pflanzen sind schon komplett verwelkt. Und wir gehen jetzt direkt in den Raum, wo sich das Highlight des Hauses befindet. Dieser Raum hat mich so sprachlos gemacht, dass ich die Begehung kaum kommentiert habe. Aber ich denke, bei diesem Anblick kann man sich einfach mal zurücklehnen und diese Schönheit begutachten. Also so einen schönen Raum habe ich tatsächlich in Frankreich noch nie gefunden. Guckt euch das an. Lauter Engel an der Decke. Und schaut euch mal die Klamotten hier an. Auf dem Ständer. Ob das hier die Klamotten der Künstlerin sind. Hier wurde tatsächlich nicht die Wand bemalt, sondern es wurden riesige Bilderleinwände an der Wand befestigt. Das ist quasi ein riesiges Bild, welches hier an der Wand befestigt wurde. Haben wir noch alte Dia-Fotos. Guckt euch das mal an. Auch hier ist die Besitzerin des Hauses nackt zu sehen. Hier liegt noch ein weiteres. Oh mein Gott. Hier ist sie komplett nackt. Sie hat keine Klamotten an. Ich bin ehrlich gesagt absolut sprachlos. Und das bin ich eigentlich selten. Von dieser Innenarchitektur und sowas hier in Frankreich zu finden. Das ist traumhaft schön, Leute. OMG. Klar, wir haben ein bisschen Bauschutt hier stehen sozusagen. Also hier wird tatsächlich mal einer angefangen haben, diese Villa hier zu restaurieren. Aber ich denke, die Kosten haben irgendwann den Rahmen gesprengt, sodass derjenige sich das nicht mehr leisten konnte. Und jetzt schaut mal hoch. Das ist der Haupteingangsbereich. Und guckt euch das mal an. Ist das nicht sagenhaft? Das ist die Haupttreppe. Ist schon komplett grün geworden von der ganzen Feuchtigkeit. Hier auch wieder extrem ausgefallene Kleidung.
hier dieser wunderschöne Kronleuchter, der wahrscheinlich mal an einer der schönen Decken hing. Hier ist alles runtergekommen, was nur runterkommen kann. Hier seht ihr, wie baufällig dieses Haus ist. Und guckt mal hier, auch noch eine Wandmalerei. Ich denke wirklich, dass das Haus irgendwann so baufällig geworden ist, dass die Künstlerin hier einfach ausziehen musste. Dann haben wir hier noch einen weiteren Raum. Überall steht Prüll rum. Wir finden ganz viele Bücher. Das heißt, sie war wahrscheinlich mal sehr belesen. Und guckt euch mal an, wie creepy das ist. Hier liegt einfach ein Fuß. Da liegt ein weiteres Bein. Und hier ist alles voller Kinderpuppen. Wie creepy ist das, Leute? Oh mein Gott. Dann uralte Filme. Dann hier so ein Ständer, um zu malen. Und hier sind die anderen Überreste einer Puppe. Und auch hier wunderschöne Fenster. Leute, das ist wirklich ein richtig geiler Lost Place. Ich bin sowas von begeistert. Das ist unglaublich. Sowas findet man wirklich nicht alle Tage. Und ich bin froh, relativ früh hier zu sein. Guckt euch das an. Überall Spinnennetze. Auch wieder Überreste einer Puppe. Und ein unglaublicher Kamin. Mit einem goldenen Drachen. Ein uraltes Star Wars Buch. Unfassbar. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns jetzt mal die weiteren Räume hier unten an, bevor wir dann nach oben gehen. Okay, hier geht's in den Keller. Hier haben wir ein weiteres Treppenhaus. Ein Klo. Und wieder ganz viel Kram. Hier steht noch ein Globus. Der Globus ist auf jeden Fall nicht so alt. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es hier drin stinkt. Ich gehe direkt hier raus. Das ist ziemlich ekelhaft. In den Keller können wir eventuell gleich noch gehen. Aber ich gehe jetzt erstmal nach oben. Ich liebe das ja, solche Treppen, wenn die so grün sind. Das finde ich richtig schön. Und guckt euch mal das Fenster an. Wahnsinn. Das ist sagenhaft. Dieser Anblick von hier oben, das ist unglaublich. Überall Bücher hier vorne auf dem Balkon, sage ich jetzt mal. Okay, dann geht es weiter in den nächsten Raum. Ein Schlafzimmer. Sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so schön aus. Überall alles voller Klamotten. Da ist das andere Treppenhaus, was wir eben gesehen haben. Das würde hier auskommen. Dann geht's hier. Hier ist jetzt alles vollgestellt. Geht's hier in ein Badezimmer. Und hier steht auch noch eine
Badewanne aus Gold. Okay, aber auch nicht ganz so spektakulär. Boah, was ist das denn? Oh mein Gott. Hier ist alles voller Müll. Dann sind hier wieder weitere Muscheln und ein Mikroskop. Aber was ich halt richtig creepy finde, sind diese ganzen Puppen hier, Leute. Überall Beine, Oberkörper. Und guckt euch das mal an. Wie creepy ist das? Der ganze Raum ist voller Körper. Oh mein Gott. Das wirkt richtig gruselig hier. Wahrscheinlich auch selber gemalt von ihr. Dann schauen wir uns jetzt mal hier weiter um. Okay, hier hat einer probiert, Wasser aufzufangen, welches hier von der Decke kam. Daran sieht man mal auch, wie undicht dieses Haus ist. Boah, die hat jetzt sich aber echt gut gehen lassen hier, ne? So ein kleiner Whirlpool hier. Schon relativ groß. Ja, das ist das Badezimmer von ihr. Der Staubsauger ist auch noch relativ neu. Von LG. Also könnte es ja wirklich stimmen mit 2020, dass hier bis 2020 die Künstlerin noch gewohnt hat. Ein Doppelwaschbecken. Ja, Rasierer und Co. Alles, was man so braucht. Rasierschaum. Also hat sie wahrscheinlich nicht alleine hier gewohnt oder ab und zu männlichen Besuch gehabt. Boah, guckt euch das an. Okay, das hier wird das Arbeitszimmer gewesen sein von ihr. Auch noch diverse DVDs. Passt auch ungefähr in die Zeit. Private Bilder. James Bond 007. Ja, und hier sehen wir auch überall Schimmel an der Decke, ne? Was meint ihr? Könnte die Vermutung stimmen? Seit wann ist diese Location ungefähr verlassen? Schreibt eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Und was mich auch noch interessiert, was denkt ihr? Warum ist diese Location verlassen? Was ist mit ihr passiert? Wer weiß. Vielleicht ist sie auch einem Sexualstraftäter zum Opfer gefallen und nie mehr zurückgekehrt. Tür zu. Oh mein Gott, wir kriegen Besuch, Leute. Wir sind nicht alleine. Hier kommen welche. Wie können wir die denn zumachen? Da kommen irgendwelche Leute. Geht nicht. Vielleicht probieren sie es nicht. Oder ein Bild davor stellen. Ja, ja, das ist gut. Lasst euch nicht sehen, ne? Die dürfen uns nicht sehen. Ich stelle das hier noch hin. So hält das. Dann sollten wir jetzt erstmal sicher sein. Bonjour.
Urbex. Oui. Ah, ça vient d'Urbex. Urbex. Ah, donc du coup, ça ne vous dérange pas. Il faut que nous. Vous faites comme nous. L'Allemagne. Ah, oui, c'est Germany. Ah, il est Urbex allemand. On On est comme vous. Okay, es sind andere Urbexer, Leute. Sie sind trotzdem durch den Weg reingekommen, es hat nichts gebracht. Okay, Leute, wir haben tatsächlich gerade Besuch von einer französischen Familie bekommen, die mit so einem kleinen Kind Urbexen gehen. Sehr verantwortungslos, waren echt nicht so nett, haben sich aber auch relativ erschrocken, als sie uns gesehen haben. Ich denke, wir haben in diesem Haus jetzt alles gesehen. Was ein Hammerabenteuer, eine richtig schöne, geile Location. Ich bedanke mich riesig bei allen Kanalmitgliedern, würde mich mega über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Das hilft auch hier, meinem Kanal auf YouTube zu wachsen und ich hoffe, dass wir uns dann in meinem nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund und ciao.